Ist Nike jetzt bereit für den Turnaround im Jahr 2025? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal die fundamentale und technische Situation bei Nike an. Ja, und viele Anleger fragen sich ja, ob Nike jetzt endlich kaufenswert ist und ja, wieder durchstarten kann, nachdem jetzt sehr, sehr viele Probleme einfach auch ja, mit dem Geschäftsmodell den Kurs beherrscht haben. Und Nike ist ja in dem Bereich der Sportbekleidung tätig, also Schuhe, Accessoires und so weiter, aber natürlich auch viele Bekleidungsstücke wie Trainingsanzüge, Trikots und aber auch Freizeitmode. Und das Geschäftsmodell basiert ja einerseits auf dem Direktvertrieb, also über eigene Stores und natürlich auch über die Websites wie E-Commerce und andererseits über die Partnerschaften mit Großhändlern und Einzelhändlern. Und in letzter Zeit war jetzt eben der Fokus auf den Ausbau des Direct-to-Consumer-Kanals, also dass man eben über die eigenen Kanäle den Vertrieb führt, also wie Nike.com und deren Apps. Und man hat eben versucht, so diesen Einzelhändler, der ja eigentlich nur der Vermittler ist zwischen Kunde und Nike, so ein bisschen aus dem Geschäft rauszudrängen. Das hat sich aber jetzt eigentlich eher als Trugschluss herausgestellt und hat auch dazu geführt, dass Nike hier ja, einiges an Marktmacht und auch an einer guten Marktstellung einbüßen musste. Wir gucken uns als erstes mal einen Qualitätscheck des Unternehmens an. Und wenn wir uns den Scorecard anschauen, dann sehen wir, dass wir an sich schon sehr gute Scores haben, aber ein Ausrufezeichen, weil eben jetzt der geschätzte Gewinnrückgang für das laufende Jahr um 45% nach unten gehen soll. Das ist natürlich schon eine ja, Red Flag. Wenn wir uns die historischen Ergebnisse ansehen, dann sehen wir eigentlich, dass Nike schon langfristig die Gewinne und die Cashflows steigern konnte, auch wenn hier immer wieder mal so eine gewisse Zyklik mit drinnen war. Also wir sehen, dass die operativen Cashflows schon mal eingebrochen sind und gerade was die Prognose angeht, da sieht es eben so aus, dass Nike laut den Analysten hier noch ja, vor allem in 2025 einige Probleme haben wird und es soll dann eben erst ab 2026 wieder weitergehen mit diesem Wachstum. Das kann ich mir eben auch gut vorstellen und das ist natürlich auch einer der Hauptgründe, warum jetzt die Aktie so stark zurückgekommen ist. Das haben ja natürlich auch ja, die CEOs und der CFO selber eben hier publiziert, dass die Ergebnisse in 2025 wieder relativ schlecht aussehen werden. Das gleiche Bild sehen wir eben auch eigentlich in der operativen Marge sowie der Nettomarge. Die ist jetzt eben auch sehr stark seitwärts gelaufen, eigentlich seit 10 Jahren. Und gerade jetzt hier seit 2022 musste man hier wirklich deutliche Verluste hinnehmen. Also die Nettomarge ist hier von 12,92% auf zuletzt 9,97% eingebrochen. Und man sieht tatsächlich hier im Jahr 2025, dass die Nettomarge nochmal weiter sinken soll. Und das ist natürlich ein wirklich schlechtes Zeichen. Das zeugt einfach davon, dass Nike gerade ja, wirklich schwere Marktposition hat und es anscheinend einfach viele neue Marktteilnehmer gibt, wie zum Beispiel Hoka, Lululemon oder auch On, die es einfach schaffen, ja, einfach Nike zu einer großen Konkurrenz einfach geworden sind jetzt hier für Nike. Wenn wir uns die Schulden anschauen, sehen wir eine Schuldenquote gesamt von 63%, Tilgungskraft hier 2,9 Millionen US-Dollar. Also ist es alles noch hier vom freien Cashflow, sind die Dividenden auf jeden Fall gedeckt. Was natürlich sehr schön ist, Nike tätigt langfristig Aktienrückkäufe. Da hat man ja auch ein relativ starkes Aktienrückkaufprogramm nochmal angekündigt vor ein paar Monaten. Also ich denke, dass es da auch weitergehen wird, hängt aber natürlich auch ganz klar davon ab, wie sich das Gesamtgeschäft entwickelt. Also wenn das Geschäft weiterhin schwierig bleibt und vielleicht sogar noch weiter rückläufig ist, könnte natürlich hier mal eine Trendwende erkennbar sein, aber im Moment ist da noch alles im grünen Bereich und das ist natürlich schön zu sehen, dass man hier weiter beteiligt wird am Unternehmen. Werfen wir mal einen Blick auf die Performance. Auf Sicht der letzten 10 Jahre haben wir hier eine Kursrendite von 78%. Also das ist sehr schwach. Natürlich, wenn wir uns das dann bis 2021 nur ansehen, dann ist hier eine deutlich bessere Performance drin gewesen im Vergleich zu dem aktuellen Stand. Also im Hoch wären das hier über persönliche Dividendenrendite 2,3% gewesen und eine Rendite von 255%. Davon sind aber jetzt nur noch 78 übrig. Im Vergleich der letzten 5 Jahre, wenn man sich das KGV anschaut und das KUV, sehen wir, dass wir im Moment deutlich unterbewertet sind, mit nur einem ja, ca. 22er KGV bereinigt und auch das KUV liegt mit 2,27 deutlich unter dem 5-Jahres-Schnitt, der lag bei 3,84.
Also von der Bewertung her ist Nike jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil man eben doch wirklich stark zurückgekommen ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, ja, für ein Unternehmen, das einfach nicht wächst, ein rückläufiges Ergebnis hat, ist einfach ein 30er KGV nicht gerechtfertigt. Deswegen war klar, dass die Bewertung einfach zurückgehen muss bei Nike. Wenn wir uns hier mal auf Basis des bereinigten Gewinns in den letzten 5 Jahren die Prognosen ansehen, also was die möglichen Renditen angeht, sehen wir, dass wir bei Nike deutlich unterbewertet sind. Also circa, was sind das hier, 30% Unterbewertung tatsächlich. Sehen aber auch, dass dieser Fair Value Prognosekorrektur relativ breit gefächert ist und hier eine gewisse Unsicherheit herrscht bei den Analysten. Wenn wir hier mal einen Kauf simulieren und hier mal die obere Prognose wählen, also das wäre jetzt das Best-Case-Szenario bis 2028, dann wäre das hier aufs Jahr eine Kursrendite von 17,4%. Das wäre natürlich durchaus interessant. Das wäre aber natürlich hier auf Basis dieser Analystenschätzung das beste Szenario. Wenn wir uns das schlechteste ansehen, dann wäre jetzt hier eine Rendite von 7,6% möglich und das wäre natürlich schon sehr, sehr schwach. Damit würde man nämlich weiterhin den Gesamtmarkt underperformen. Von dem her, ja, schwierige Situation. Es stellt sich wirklich die Frage, schafft Nike hier diesen voll krassen Turnaround, sage ich mal, oder ist es hier eine wirklich sehr langwierige Entwicklung? Das entscheidet dann eben darüber, ob die Aktie wirklich jetzt hier nochmal eine Rakete zündet oder ob eher diese Bewegung, also diesen relativ langwierige und langfristige, langweilige Kursentwicklung fortgeführt wird. Ja, klar, die Nettomargen sind rückläufig, deswegen geht auch hier dieser Nettogewinn zurück. Das werden wir jetzt dann auch gleich in den letzten Quartalszahlen sehen. Der wichtigste Markt bzw. das wichtigste Segment ist definitiv hier Footwear. Also die Schuhe sind der wichtigste Bereich des eigenen Geschäftsmodells hier von Nike und danach kommt Apparel. Nach den Regionen sehen wir, dass die USA der wichtigste Teil ist, also North America, danach kommt Europe, Middle East und Afrika und dann eben China. Also auch China ist ein richtig wichtiger Markt, der auch eigentlich bei vielen Unternehmen ein Wachstumssektor sein sollte. Aber ob er das wirklich ist, das sehen wir jetzt gleich in den Quartalszahlen. Bevor wir dazu kommen, wenn dir dieses Video gefällt und du dich mehr für Aktien interessierst wie Nike und die auch vielleicht einen möglichen Turnaround schaffen, dann lass doch ein Abo da und einen Daumen nach oben nicht vergessen für dieses Video. Gerne interagieren, kommentieren, hilft mir sehr weiter. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Investor Relations von Nike und hier fliegt einem direkt hier dieses Bild um die Ohren und zwar Nike Inc. is a Growth Company. Also Nike soll hier eine Wachstumsaktie bzw. ein Wachstumsunternehmen sein. Und da, als ich das gesehen habe, da musste ich ein bisschen lachen, weil, ja, wenn wir uns die Quartalszahlen anschauen, das machen wir nämlich jetzt, sehen wir nämlich überhaupt gar nichts von Wachstum, eher im rückläufigen Sinne, nämlich im Sinne von fallendem Wachstum, also rückläufigem Wachstum. Nämlich sind die Quartalsergebnisse hier im zweiten Quartal, was die Umsätze anbelangt, um 8% gesunken. Also wir haben negatives Wachstum, rückläufiges Ergebnis. Auch die Gross Margin ist hier um 100 Basispunkte nach unten gegangen. Also die Direct Revenues sind gefallen, auch die Wholesale Revenues, alles ist hier nach unten gegangen und ja, da konnte jetzt eben auch Elliott Hill nicht viel ändern an diesen Ergebnissen. Er ist natürlich jetzt auch noch nicht lange CEO, aber man muss definitiv sagen, im Moment ist Nike kein Wachstumsunternehmen. Nike hat im Moment sehr viele Probleme und auch das Net Income ist hier um 26% eingebrochen. Also wirklich sehr starke Schwäche, die jetzt Nike im Moment zeigt und das sehen wir eben auch, wenn wir uns jetzt die Zahlen mal ansehen, einfach nach Division, also nach Division. Und da sehen wir in North America, in Footwear, sind die Ergebnisse um 14% nach unten gegangen, in EMEA um 9%, in China 12% und in Asia Pacific um 5%. Also das ist jetzt Footwear, das ist der wichtigste Bereich, den ja Nike hat. Also wir sehen, in jedem einzelnen Markt sind die Schuhe deutlich eingebrochen. Und auch wenn wir den gar nicht Gesamt-Nike-Brand-Anteil anschauen, dann ist der Bereich Footwear um 11% rückläufig gewesen. Und es ist eben der wichtigste Markt und das hat schon einen sehr, sehr schlechten Faktor, eine sehr schlechte Auswirkung auf das Gesamtunternehmen und auf die Gewinne.
Und da merkt man halt einfach, dass hier diese Unternehmen wie On und Hoka und auch Anta Sports scheinbar es geschafft haben, den Konsumenten zu zeigen, dass nicht nur Nike gute Schuhe produziert, sondern eben auch diese anderen Unternehmen es geschafft haben, Fuß zu fassen. Ja, gerade wenn wir uns jetzt hier China anschauen, also Greater China, hier mit minus 27% rückläufig, das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Also China sollte ja eben ein Wachstumsmarkt eigentlich sein, ist es aber für Nike jetzt hier überhaupt gar nicht mehr. Also da scheinen die Firmen wie Anta Sports deutlich die Nase vorn zu haben. Also Nike hat hier wirklich sehr, sehr, sehr große Probleme in China. Und auch was die Marke Converse angeht, haben wir hier minus 54%. Also das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Converse ist hier einer der Marken, die richtig stark am Leiden sind. Und das alles führt jetzt eben dazu, dass wir hier minus 26% in den Net Incomes sehen bei Nike. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs so stark eingebrochen ist. Bevor wir uns den jetzt genauer anschauen, kann ich dir hier den Finanznet Zero Broker empfehlen. Also wenn du noch auf der Suche bist nach einem zusätzlichen Aktienbroker oder noch gar keinen hast, gerne hier mit dem ersten angepinnten Kommentar oder mit dem Link in der Beschreibung ein Konto öffnen. Ist auf jeden Fall der beste Broker meiner Meinung nach und damit kannst du mich auch indirekt unterstützen. Danke dir und jetzt gucken wir uns den langfristigen Chart von Nike an und wir sehen klar, wir sind hier schon noch in einem langfristigen Aufwärtstrend. Aber wenn wir uns den Trendkanal anschauen, sehen wir auch, dass wir hier deutlich nach unten ausgebrochen sind, also den Trendkanal verlassen haben. An sich ist es schon eine spannende Situation, weil es ist jetzt nicht ein allzu atypisches Verhalten. Wir haben eine solche Korrekturlänge auch hier schon mal gesehen, von 1997 bis 2000. Und genau diese Korrekturlänge hätten wir jetzt auch erreicht. Also von dem Hoch 1997 bis 2000, dem Tief, waren es circa 1100 Tage. Und diesen Zeithorizont, den hätten wir jetzt auch erreicht. Also ich könnte mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Nike jetzt anfängt, einen langfristigen Boden zu bauen und ab jetzt den Turnaround startet. Das würde jetzt von der zeitlichen Perspektive sehr, sehr gut passen. Jetzt ist die Frage, wo befinden wir uns denn gerade aktuell im Chart? Also wir sind wirklich stark nach unten gekommen, haben hier einen absolut mittelfristigen Abwärtstrend intakt nach wie vor, aber das übergeordnete Bild ist schon noch positiv. Wir dürfen auf keinen Fall hier unter die 60 US-Dollar rutschen. Das wäre ein sehr, sehr negatives Zeichen. Die aktuelle Zone rund um 70 US-Dollar muss unbedingt halten. Wir haben ja auch die oberen Unterstützungen schon alle gerissen, leider. Das wären eigentlich noch bessere Unterstützungen gewesen. Also sowas im Bereich hier vom 78,6er oder vom 61,8er ist alles nicht mehr relevant. Wir sind einfach schon so tief gekommen und sehen eben auch, dass der Kurs so viele Kurslücken aufgerissen hat. Also 1, 2, 3, 4, 5 Kurslücken nach unten aufgerissen. Die sind alle noch offen. Die wurden auch noch nicht geschlossen. Also das ist auch einfach ein Zeichen von Schwäche und gerade die Widerstände, die jetzt noch über uns sind, also vor allem im Bereich hier um 85 US-Dollar beziehungsweise bis 90 US-Dollar, aber dann natürlich auch die 105. Das sind alles wichtige Kursmarken, die dann erstmal überschritten werden müssen und da werden wir ja, nicht Tage oder Stunden oder Wochen brauchen, sondern wahrscheinlich Monate, bis wir wieder da oben stehen. Also es wird definitiv lange dauern, bis Nike hier wieder bei 125 US-Dollar steht. Kurzfristig wäre meiner Meinung nach jetzt das allererste absolut aggressive Kaufsignal über 81 US-Dollar. Eher, meiner Meinung nach, wäre die Aktie mal spannend für den genaueren Blick über 91. Also wenn wir 91 US-Dollar rausgenommen hätten, dann hätten wir vielleicht wenigstens hier auf Wochenbasis mal ja, einen Trendwechsel. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und ja, dann kann man sich die Aktie nochmal genauer anschauen. Also für mich ist jetzt hier im Moment kein Kauf. Klar, es ist eine Turnaround-Aktie im Moment. Deswegen hat man jetzt eben auch die Chance auf wirklich, ja, doch gute Kursgewinne. Also ich meine, wenn man jetzt einsteigen würde und spekuliert auf ein Allzeithoch, wir messen jetzt einfach mal die Bewegung, es wäre eine mögliche Kursrendite von 137%. Ja, die Frage ist halt nur, kommt der Turnaround? Wann kommt er? Und da, ja, im Moment schaut es einfach danach noch gar nicht aus. Wir sehen dafür keine Signale im Chart, auch fundamental nicht. Also deswegen macht es für mich keinen Sinn, jetzt in die Aktie einzusteigen. Auch wenn wir natürlich von der Bewertung her definitiv auf einem interessanten Niveau angekommen ist. Also meine Devise ist hier, ja, das ist ein Haltekandidat. Ich würde hier nicht kaufen, verkaufen würde ich auch nicht, wenn ich sie hätte. Und einsteigen würde ich jetzt akut auch nicht. Also ich möchte hier nochmal vielleicht einen kleinen Dip sehen auf 72 US-Dollar und dann können wir gerne nochmal einen langfristigen Boden bauen. Und erst über 91 würde für mich sich der ja,
Einblick oder der Anblick dieser Aktie nochmal lohnen. Vielleicht, dass wir auch nochmal einen Rücksetzer erst sehen, also dass wir noch praktisch nochmal hochlaufen auf die 100 und dann nochmal einen Rücksetzer sehen auf 90. Das wäre auch definitiv spannend. Also ich brauche hier einen langfristigen Bogen. Wir können uns das ja auch nochmal hier unten ansehen. Also so eine Price Action, also so eine Chartverlauf, der ist durchaus möglich. Also wir sehen ja hier diese Korrektur und wir könnten jetzt uns zum Beispiel hier befinden, 2000 oder hier 1998 und das dauert lange, bis mal so ein Boden hier ausgebildet wird, wie es hier ist. Ich kann in den hier nochmal einzeichnen. Also das hier ist schon eine Art von Boden, hier in diesem blauen Bereich. Wenn wir uns das anschauen, das hat von April 2000 bis November, Dezember 2000 gedauert. Also fast ein Dreivierteljahr, bis dieser Boden vollendet war. Dann haben wir uns gut nach oben entwickelt und dann sind wir aber trotzdem nochmal runtergekommen. Und so eine langwierige Bodenbildung ist jetzt einfach durchaus möglich bei Nike und wäre jetzt auch nicht untypisch. Das kann durchaus passieren. Also das halte ich schon für möglich, dass wir jetzt uns nochmal länger seitwärts bewegen und es hier ja, einfach noch dauert, bis Nike den Turnaround schafft. Vielleicht eben sogar bis Anfang 2026. Das ist durchaus möglich. Also im Moment absolut auf die Watchlist legen. Das denke ich, lohnt sich auf jeden Fall, das Unternehmen mal genauer im Blick zu behalten. Aber für mich jetzt absolut kein Kauf. Aber lasst mich doch mal gerne eure Meinung wissen. Denkt ihr, dass sich da jetzt ein Einstieg schon lohnt? Ist es euch dieses Risiko wert? Ich bin da eher immer so eingestellt, dass ich ja, bei gut laufenden Unternehmen kaufen möchte, bei denen, wo es gerade Probleme gibt. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Also da kommt es dann darauf an, was sind die Probleme. Und hier bei Nike sehe ich halt schon wirklich strukturelle Schwierigkeiten im Moment. Und ja, sehe da auch teilweise Unternehmen wie zum Beispiel Antasports ja, ein Stückchen vorne. Wenn euch sowas interessiert, also wenn ihr ein Video zu Antasports sehen wollt, das ist eben auch ein Bekleidungsunternehmen aus der Branche in China, dann lasst mich das gerne mal wissen. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr ein Video zu Antasports sehen? Und ja, gerne natürlich jetzt mal Abo dalassen, Daumen nach oben nicht vergessen. Es freut mich wirklich extrem. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freut mich das natürlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.